Hi, ich bin Lara von Einfach Backen. Hier findest du immer die einfachsten und garantiert besten Backrezepte. Deswegen abonniere doch direkt unseren Kanal und am besten du aktivierst auch noch gleich die kleine Glocke, denn dann verpasst du keines unserer neuen Rezepte. Heute backen wir eine 3-Tage-Torte. Dafür brauchen wir einmal für den Teig weiche Butter, Eier, Zucker mit einer Prise Salz, Vanillezucker, Mehl, Backpulver, etwas Milch, Rum und Kakao. Für die Füllung Sahne, Sahne steif, Zucker, Vanillezucker und Schmand und für später noch etwas Puderzucker und Rum. Die Mengenangaben und den Link zum Rezept findest du alles in der Infobox unter diesem Video. Für unseren Teig beginnen wir mit der weichen Butter. Die wird einmal zusammen mit dem Zucker, dem Salz und dem Vanillezucker schaumig geschlagen. Dann kommen nach und nach die Eier dazu. Zwischen Mehl mit Backpulver mischen. Das wird danach einfach zügig untergerührt. So, wenn sich alles schön vermengt hat, kommt unsere Mehl-Backpulvermischung dazu und danach wandert das erste Drittel des Teiges in den Ofen. Und zwar in einer 26 cm Durchmesser Springform bei 180 Grad für ca. 13 Minuten. Wenn unser Teig soweit fertig ist, gebe ich ca. 1/3 davon in eine Springform mit dem Durchmesser 26 cm. Die habe ich schon mal mit einem Backpapier ausgelegt und dann backt er bei ca. 13 Minuten bei 180 Grad. Während unser heller Teig backt, widmen wir uns dem dunklen Teig und dafür nehmen wir unseren Rum, den Esslöffel Milch sowie den Kakao, verrühren alles und mischen das dann unter den restlichen Teig. Unser dunkler Teig wird dann auch nochmal auf 2 Teile aufgeteilt und einzeln gebacken. Das heißt, wir haben am Ende 3 Böden. Unsere dunklen Teige kommen jetzt ebenso bei 180 Grad für 13 Minuten in den Ofen. Solltest du nur eine Springform haben, dann kannst du die Teige natürlich auch einfach hintereinander backen. Für unsere Füllung schlagen wir jetzt im ersten Schritt die Sahne mit dem Sahnestand steif. Im nächsten Schritt nehmen wir den Schmand und verrühren diesen mit unserem Zucker sowie dem Vanillezucker. Und im Anschluss wird dann unsere steif geschlagene Sahne vorsichtig untergehoben. Ich hebe die Sahne gerne portionsweise unter, so wird die Masse nämlich von Mal zu Mal luftiger und die Creme bleibt auch am Ende schön fluffig. Wusstest du eigentlich, dass die 3-Tage-Torte ihren Namen trägt, weil man sagt, dass sie nach 3 Tagen im Kühlschrank am besten schmeckt? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich könnte es, glaube ich, nicht aushalten, so lange auf die Torte zu warten. Schreibe mir doch gerne in die Kommentare, ob du es tatsächlich 3 Tage lang aushalten würdest, auf die Torte zu warten oder sie direkt probieren würdest. Unsere Füllung stelle ich jetzt nochmal in den Kühlschrank und warte mit dem Weitermachen, bis unsere Tortenböden vollständig ausgekühlt sind. So, unsere Tortenböden sind jetzt vollständig ausgekühlt und jetzt beginnen wir mit einem der dunklen Böden. Ich habe ihn schon mal auf eine Tortenplatte gelegt. Jetzt kommt der Tortenring darum. Schön eng einspannen. Und dann verteile ich eine Hälfte der Füllung auf dem dunklen Boden. Dann geht es weiter mit dem hellen Boden. Der ist sozusagen unsere mittlere Schicht. Da kommt jetzt einmal auf die Creme drauf. Und dann kommt die zweite Hälfte unserer Füllung. Ganz am Ende kommt noch unser letzter Tortenboden on top. Ich drehe den einmal um, damit es oben schön glatt ist. Leicht andrücken.
Und da kommt jetzt gleich noch unser leckerer Guss drauf. So, für den letzten Schritt verrühre ich nun den Rum mit dem Puderzucker. So, der Puderzucker und der Rum sind jetzt schön verrührt. Wir haben einen wunderbaren Guss und der kommt jetzt auf unsere Torte. Der Guss zieht jetzt schön in die obere Tortenschicht ein und wir lassen den Kuchen am besten 2 bis 3 Tage im Kühlschrank. Danach wird er noch mit etwas Backkakao bestäubt und serviert. Die 3 Tage Wartezeit sind endlich um. Wir haben unsere Torte jetzt aus dem Kühlschrank geholt, sie noch mit etwas Kakao bestäubt und jetzt geht es gleich ans Anschneiden. Wenn dir das Rezept gefallen hat, dann abonniere doch einfach unseren Kanal. Am besten du aktivierst auch gleich noch die kleine Glocke, dann verpasst du nämlich keins unserer neuen Rezeptvideos. Und wer seine Tortenback-Skills noch etwas verbessern möchte, der sollte auch gleich mal auf den Tortenbackkurs mit Luisa klicken. Viel Spaß beim Nachbacken. Ich probiere unsere Torte jetzt erstmal. Toll sieht sie schon mal aus mit den einzelnen Schichten. Also es ist wirklich super lecker, ganz leicht und mit dem schönen Rumgeschmack. Echt die perfekte Torte für einen Kaffeekranz am Nachmittag. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.